heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you that we can appear before you now, wir danken, dass wir vor dir erscheinen dürfen. and we thank you that we have your word, Und wir danken, dass wir dein Wort haben. and we ask you now to please open this word to our understanding, Und wir bitten jetzt, dass du dieses Wort zu unserem Verständnis öffnest. and that you also open our hearts to receive it. Und dass du auch unserem Herzen öffnen mögest, dass wir es empfangen können. Please help us now to lay aside all worldly cares and difficulties, Hilft uns jetzt, Herr, alles Weltlichkeit, alle Sorgen und Schwierigkeiten beiseite zu legen and to focus upon Jesus. und dass wir gänzlich auf Jesus fokussieren können. So please forgive us our sins and bless us now with your Holy Spirit. So bitte vergib uns unsere Sünden und segne uns mit deinem Heiligen Geist. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen. Okay, so the notes will be now in the live stream group. Also Notizen werden jetzt in den Livestream-Gruppe sein. They have the title Keep Your Eyes Fixed on Jesus. Es hat den Titel Haltet eurem Augen stetig auf Jesus. Okay, and it will also deal a little bit with what we looked at yesterday. Und das wird auch das behandeln, was wir gestern angeschaut haben. Because yesterday we looked at the story where the disciples were on the lake and suddenly the storm appeared. Gestern haben wir die Geschichte angeschaut, wo die Jünger auf dem See waren, wenn plötzlich der Sturm einbrach auf sie. And then Peter, right, he came and walked on the water, and for a moment he kept his eyes fixed on Jesus, and then he lost sight of it. Und Petrus, der hat für eine Weile, einen Moment auf dem Wasser gewandelt und dann hat den Augenblick von Jesus, also hat den Antlitz von Jesus für einen Augenblick verloren und fing an zu sinken und dann hat er ihn wieder gesehen. Okay, so but before we come there, just want to put some things in place. Aber noch bevor wir da ankommen, ich möchte einige Sachen markieren. And as you can see here, this line up here is the last reform line. Und so wie wir sehen können, diese Linie hier oben, das ist der letzte Reformlinie. With the two Sunday laws Mit and a den little time of peace in between. 2 Sonntagsgesetze mit der kleinen Zeit des Friedens in der Mitte. And the line below it, Und die Linie gerade darunter, this is now just either this Sunday law or this Sunday law portion stretched out. und das ist entweder dieses Sonntagsgesetz oder dieses Sonntagsgesetz ausgedehnt. Okay, and what we see down here Und was wir sehen können hier unten, is basically this fractal stretched out here. ist diese Fraktal hier unten ausgedehnt. We just exchanged final review for the 9th hour, but it's in principle the same thing. Und der finale Untersuchung würde für die 9. Stunde ausgetauscht, aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Alright, so now let's remind ourselves of some things. So lasst uns an einige Sachen erinnern, einige Sachen anschauen. So the first quote from early writings, 41. Diese erste Zitat von Frühschriften 41. It says, December 16th, 1848, the Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. So, what date does she mark out here? So, welche Datum erwähnt sie hier? 1848. 1848. Okay, and why was this date so important? Und warum war dieses Datum von Bedeutung? Because she's typifying the Sunday War crisis with this. Yes, 1848 was this revolution, right? 1848 war diese Revolution, Which typifies the Sunday law. was den Sonntagsgesetz vorausschattet. So I just write down therefore 1848, Ich schreibe hier einfach 1848. type for the Sunday law, right? Das ist ein Typus für den And Sonntagsgesetz. we are all familiar with these things. Damit sind wir alle vertraut. But in the last sentence of the next paragraph, she says in the boldface, Aber in den letzten Satz, auf den nächsten Absatz, sagt sie hier in Fettgedruckten: I saw that the shaking of the powers in Europe is not, as some teach, the shaking of the powers of heaven, but it is the shaking of the angry nations. Okay,
So 1848, what was shaken? So 1848, was würde erschüttert? The angry nation. The angry nations, Die right? zornige Nation, Which was the shaking of the earth. was die Erschütterung der Erde war. So here you have the angry nations marked. Hier haben wir die zornige Nationen markiert. Alright, everybody can follow? Kann jeder folgen? Yes? Amen. Everybody is present? Jeder da? Okay. So then let's continue. Lass uns weiter. Now the next quote. Nächste Zitat. In the first sentence she says this view was given in 1847. Im ersten Satz, sie sagt, diese Ansicht würde 1847 geäußert. So just prior to this year. So gerade hier vor. But she was shown a time of trouble. Und Okay. sie würde gezeigt, eine Zeit des Trübsals. And we understand this is a time of trouble, right? Wir verstehen, dass das hier eine Zeit des Trübsals ist. And this is the time of trouble. Und auch da ist eine Zeit des Trübsals. And on the fractal it's the same thing. Und auf jeweiligen Fraktalen ist es dasselbe. Trouble, trouble, and also here. Und auch hier unten. Alright. It's always the same pattern. So immer dasselbe Muster noch. Okay, so and when the nations are angry, how are nations illustrated in the Bible? Und wenn die Nationen zornig werden, wie werden Nationen in der Bibel dargestellt? What are nations in the Bible? Was sind Nationen in der Bibel? Yes, sea and waters, right? Also Gewässer oder das See oder das Meer. So when the nations are angry, it means the waves are roaring, So, right? wenn die Nationen zornig sind, es heißt, dass die Wellen toben. Okay, so I just write it down here. Ich schreibe das hier nur nieder. Waves roaring. Because Die Wellen toben. what story can we mark here at the Sunday law where the waves are roaring? Denn welche Geschichte können wir hier am Sonntagsgesetz markieren, wo die Wellen toben? Let's go to Daniel. Yes. Okay. Let's go to Daniel 7. Let's Lass uns zu Daniel Kapitel 7 gehen. Let's read with the verses 2 and 3. Und Verse 2 und 3 wollen wir lesen. Daniel 7 verses 2 and 3. And Martin, you just read those. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea, and four great beasts came up from the sea, diverse from one another. Yes, so here we can see, right, that now these four beasts come up and we understand that's the statue rising here at the Sunday law. So, wir sehen hier diese vier Tiere, die heraufkommen, und wir verstehen, dass das der Statue ist, der hier heraufkommt am Sonntagsgesetz. And the winds strive on the sea and the waves are roaring. Und die Winde, die Toben oder toben wehen. auf dem Meer und das Meer tobt. Okay, so therefore let's go back to the quote. So, zurück zur Zitat in den Notizen. Now she says now in the bold-faced here, In das Fettgedruckten sagt sie, the commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth, and the nations will be angry, yet held in check, so as not to prevent the work of the third angel. So, what does she say? so was sagt sie? In what condition are the nations here? In welchem Zustand befinden sich die Nationen hier? They're angry. They're angry. Die Right? sind zornig. And what did we just see? Where are the nations angry? Und was haben wir gerade gesehen? Wo sind die zornigen Nationen? Yes, at the Sunday law. Hier Right? im Sonntagsgesetz. So she speaks here about the angry nations, and they are now what here? So, sie spricht hier über die zornigen Nationen und die sind was hier? Held in check. Held in check. Die werden Okay. in Zuge gehalten. So, in what symbol illustrates in the Bible that the nations, the satanic agencies, are held in check? Und welches Symbol
ist in der Bibel beschrieben, der bezeichnet, dass die Nationen oder die zornige Nation oder die Winde im Zuge gehalten werden. 4 winds. Yes, the four winds, Die right? 4 Winde. So, because in Daniel 7 we saw the four winds striving here on the sea, right? Also in Daniel Kapitel 7 haben wir gesehen, wie die 4 Winde auf das Meer toben. And who came up out of the sea? Und wer kam herauf aus dem Meer? Nations, right? Nationen. So, and they were angry Ja, die Nationen. Und die waren zornig. because the beasts are in Bible prophecy. What do they represent? Denn ein Tier in der biblischen Prophetie stellt was dar? Yes, a persecuting power. Ein Right? verfolgende Macht. So it's these angry nations, but the Lord He restrains them in their activity. So ist diese zornige Nationen, aber der Herr zügelt sie in ihrem Getue. Because it says here Denn es sagt hier, that this is the time of trouble when not the 7 plagues are yet poured out. es Right? sagt, dass das hier der Zeit des Trübsals ist, wo die 7 letzten Plagen noch nicht ausgegossen wurden. And when the 7 last plagues are poured out, what is not longer holden in check? Und wenn die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, was ist nicht mehr gezügelt? Yes, these winds. Die Right? 4 Winde. And then all the nations are let loose and they make this final chaos. Dann werden alle Nationen freigegeben und die machen diesen Chaos. Okay, so can everybody follow so far? So kann jeder folgen. So let's go to the next quote. So, zur nächsten Zitat. Early Writings 38. Frühschriften 38,1. And it says, I saw 4 angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant, then raised his hands and with a voice of deep pity cried, My blood, Father, my blood, my blood, my blood. Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne and was shed all about Jesus. Then I saw an angel with a commission from Jesus swiftly flying to the 4 angels who had a work to do on the earth and waving something up and down in his hand and crying with a loud voice, Hold, 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 until the servants of God are sealed in their foreheads. Okay, so what scenario is illustrated here? So, welche Szene wird hier dargestellt? 4 winds being held. Yes, the 4 winds being held, right? Die 4 Winde, die gehalten werden. So, and what did we just see? When are these winds or nations held in check? Und was haben wir gesehen? Wann werden diese Winde gezügelt? When they're angry. Yes, Also wenn sie zornig sind. and they become angry right here in 1848, Und right? die werden zornig hier gerade 1848. So here, therefore, the 4 winds are held in check, right? Diese 4 Winde werden zurückgehalten oder The point gezügelt. is understood that was the sealed message of Revelation 7 went forward. Yes. Die Okay. Pioniere haben verstanden, dass da die Siedlungsbotschaft von Offenbarung 7 hier voranging. Versiegelung. 1848. Versiegelungsbotschaft. What did I say? Siedlungs. Versiegelungsbotschaft, thank you. It's 1848. Yes. Yes. Okay, so therefore, okay, here are the 4 winds then holden in check at the Sunday law. So hier die 4 Winde werden zurückgehalten am Sonntagsgesetz. But what does it say here? What light comes from God Aber and was, is shed about Jesus? was steht hier geschrieben? Was für ein Licht kommt von Gott und um Jesus hergegeben wird? Exceeding bright Yes. light. Exceeding bright light. Äußerst helles Licht. Okay, so here at the Sunday law, So hier am Sonntagsgesetz we have an exceeding bright light. haben wir ein äußerst helles Licht. So gemarked here, EBL, exceeding bright light, or here it's just the same illustration. So EBL für äußerst helles Licht. Hier an der Sonntagsgesetz. Okay, everybody can see this and follow along. Kann jeder das sehen und mitfolgen? Okay. Okay. So now let's look at a different thought. So jetzt eine andere Gedanke anschauen. And speaks about the 2 temple cleansings of Jesus. Spricht über die 2 Tempelreinigungen von Christus. Okay, it says, when Jesus began his public ministry, he cleansed the temple from its sacrilegious profanation.
almost the last act of his ministry was to cleanse the temple again. Okay, how many times did Jesus cleanse the temple? So, wie oft hat Christus den Tempel gereinigt? 2 times, beginning and the end. Yes. Okay. Zweimal, das Anfang und das Ende. So let's look at this line first. So, lasst uns diese Linie zuerst anschauen. Okay, so what is this in the line of Jesus? So, in der Linie von Christi, was ist das hier? Which waymark is parallel to the Sunday law? And Welche Wegmarke wäre parallel mit dem Sonntagsgesetz? The first temple cleansing. first temple Das cleansing. erste Tempelreinigung. Okay, so this is the first temple cleansing. Das hier wäre das erste Tempelreinigung. And maybe just erase this here a little bit. Just make some space. Ich mache hier einfach mal ein bisschen Platz. Okay. So here's a temple cleansing, TC. So, hier ist eine Tempelreinigung, TC. So, and in this fractal, this would also be here at the Sunday law, right? In diese Fraktal, das wäre auch hier am Sonntagsgesetz sein. Okay, so the final review is what in the line of Jesus? So, das finale Untersuchung wäre was auf das Linie von Christi? In this fractal here. In diese Fraktal hier. The cross. Das wäre das Okay. Kreuz. And what did we just read? What did Jesus do at the end of his ministry? Und was haben wir gerade gelesen? Was tat Jesus am Ende seines Dienstes? Cleanse the temple. Cleanse the temple again. Er reinigt Okay. das Tempel ein zweites Mal. So, 2 temple cleansings. So, zwei Okay. Tempelreinigungen. So, at the beginning and at the end. Am Anfang und am Ende. But this fractal here, Aber right, diese Fraktal hier, is in this upper illustration from here to here. also diese gesamte Fraktal hier in diese obrige Darstellung ist von hier bis hier. Therefore, what do we need to mark here in this illustration? Deswegen, was müssen wir hier in diese Darstellung hier markieren? Temple cleansing. The temple cleansing. exceeding bright light. Eine Yes. Tempelreinigung. Okay, exceeding bright light, we will come to this. Okay. Okay, so Okay, so, yeah, because this is this. Weil dieses Gesamte hier ist das hier. Yeah. From the Sunday law to the final review, from the Sunday law to the final review. Vom Sonntagsgesetz bis zur finale Untersuchung, vom Sonntagsgesetz bis zur finale Untersuchung. Alright, so everybody can at least follow the pattern. So, jeder kann zumindest den Muster nachfolgen. Yes. Amen. Okay. So, and if not, then maybe you can speak up and we can try to solve this. Und falls jemand nicht mitfolgt, dann spricht laut heraus und wir versuchen das zu ändern. And they both represent the angel of Revelation 18. Yes, exactly. We usually not got it written in, but it would be in this quote. Yes, Also die Tempelreinigungen stellen der zwei Botschaften von Offenbarung 18 dar. And we understand the first temple cleansing is at Revelation 18, 1-3, and the second temple cleansing is Revelation 18, 4 and 5. Also erste Tempelreinigung wäre der Botschaft von Offenbarung 18, 1 bis 3 und der zweite Tempelreinigung der Botschaft von Offenbarung 18, Verse 4 und 5. Yes. Okay. And that's something we have covered many, many times. Und das ist irgendetwas, was wir öfters gelehrt haben. Okay. So, but if you can't follow something, then either ask now or you can write it down and ask after. It's no problem. Aber wenn es irgendetwas gibt, was ihr nicht wisst oder folgen könnt, dann entweder fragt oder schreibt es nieder und fragt später. Okay. So next quote at the bottom of page 1. Nächste Zitat unten auf Seite 1, das ist Frühschriften 245.2. And it speaks about Millerite history. Okay. Das spricht hier über die Miller-Geschichte. It says, I was shown the interest which all heaven had taken in the work going on upon the earth. Jesus commissioned a mighty angel to descend and warn the inhabitants of the earth to prepare for his second appearance. As the angel left the presence of Jesus in heaven, an exceedingly bright and glorious light went before him. I was told that his mission was to lighten the earth with his glory and warn men of the coming wrath of God. Multitudes received the light.
Some of these seemed to be very solemn, while others were joyful and enraptured. All who received the light turned their faces toward heaven and glorified God. Though it was shed upon all, some merely came under its influence, but did not heartily receive it. Many were filled with great wrath. Ministers and people united with the vile and stealthy resisted the light shed by the mighty angel. But all who received it withdrew from the world and were closely united with one another. Okay, so when did this fulfill in the Millerite time? So in der Mittelgeschichte, wann erfüllte sich das hier? When did this mighty angel come down with this exceedingly bright light? So wann kam dieser mächtige Engel herab mit diesem äußerst helles Licht? Yes, exactly. Okay. Offenbarung 10. August 11th. August 11th, 1840, right? 11. August 1840. So, and on our line, in this upper line here, So auf diese obrige Fraktal, diese obrige Linie, because that's the last reform line. denn das hier ist der letzte Reformlinie. So I just left out here these middle way marks. Ich habe diese mittlere Wegmarken hier einfach ausgelassen. But what would this be in the Millerite line? Aber in der Millergeschichte, was wäre denn diese Wegmarke hier sein, If this is the last reform line? wenn das hier der letzte Reformlinie wäre? 1798. 1798, right? 1798. And then this would be, here this middle way mark would be 1833. Diese mittlere Wegmarke hier wäre 1833 And this would be? und diese hier wäre 1840. Amen. Okay. 11. August. So here this angel of Revelation 10 comes down. So hier kommt dieser Engel von Offenbarung 10 herab. But he typifies which angel? Aber er schattet welche Engel? The angel of Revelation. Angel of 18. Revelation 18. Der Engel von Offenbarung 18. The angel of Revelation 18 is to lighten the whole earth with his glory. Und Right? der Engel aus Offenbarung 18 soll die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit leuchten. She has the quote, because that parallels 9/11, right? Yes. Also das ist eine Parallelstelle mit 11. September. She says, when those great buildings in New York come down, Revelation 18:1-3 will be fulfilled. Also Ellen White sagt, wenn diese großen Yes. Gebäude in New York runterkommen, dann Offenbarung 18, 1 bis 3 werde erfüllt sein. So it shows you with the two temple cleanses at the beginning and the end. Exactly. Das zeigt mit den zwei Tempelreinigungen mit das Anfang und das Ende. Okay, so therefore this angel of Revelation 10 is marked here, typifying the angel of Revelation 18. So dieser Engel von Offenbarung 10 ist hier markiert und das schattet voraus der Engel aus Offenbarung 18. And what light goes before him? What does it say in this quote? Welches Licht geht ihm vor? Was sagt es hier? Exceeding bright and glorious light. Yes, an exceedingly bright and glorious light. Ein Okay. äußerst helles und glorreiches Licht. And therefore we also have an exceeding bright light here. So, deswegen haben wir auch ein äußerst helles Licht hier zu markieren. Okay, so we see therefore the same is in the beginning as it is at the end, So, wir right? können sehen dasselbe hier am Anfang wie hier am You Ende. have an exceeding bright light at the beginning, and at the end you have a temple cleansing at the beginning and temple cleansing at the end. So ein äußerst helles Licht am Anfang, ein äußerst helles Licht am Ende und eine Tempelreinigung am Anfang und eine Tempelreinigung am Ende. And in this illustration, right, it would be here. Und in diese Darstellung, das wäre dann hier und hier. But Aber we also understand that we can read these lines like this, right? aber wir verstehen auch, dass diese Linien auch so miteinander parallel zu lesen sind. And we can That read other, them like this. that other Sunday law, those just a Yes, repeat, yes, so yes, you can yes. already put them in there. Yes, I just wanted to do it. Und wir können es auch so lineal lesen. So, and we understand who's standing here, Also wir verstehen, wer steht hier? which prophet? Welcher Prophet? John. Johannes. Okay. And what is John revealed in the Revelation? Und was würde Johannes in der Offenbarung geoffenbart? Past, the present, and the Past, present, and future. Also die Right? Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. So he looks into the past So er schaut von hier aus in die Vergangenheit hinein because he's standing at the present und natürlich steht er in der Gegenwart, because he's shown the future. weil ihm wird die Zukunft gezeigt. And how is he shown the future? Und wie wird ihm die Zukunft by geoffenbart? the past, By the past. Indem, dass er die Vergangenheit Ja, gezeigt because- bekommt. Alpha and Omega. The past is the future. Weil das Vergangenheit ist
die Zukunft. There- New thing. No new thing. Right? Nicht Neues unter der Sonne. Therefore, this first Sunday law is the same as the second Sunday law. Deswegen, diese erste Sonntagsgesetz ist genau dasselbe wie diese zweite. Yeah? Everybody can follow? Kann jeder das sehen? So if this is the case, So, wenn das der Fall sei, what can I then mark here? was kann ich hier rein markieren? EBL and TC. Yeah, I can mark exactly the same thing as at the first Sunday law. So, ich kann genau dasselbe wie hier am ersten Sonntagsgesetz markieren. Äußerst helles Licht und eine Tempelreinigung am Anfang und am Ende. And at the end of this first phase of the Sunday law, Und am Ende dieser ersten Phase des ersten Sonntagsgesetzes it's the same as the end of the second phase of the Sunday ist law. dasselbe wie das Ende vom zweiten Phase des Sonntagsgesetzes. Okay, so alright. So, genau so markiert. Okay, so therefore, what must we, when this is a parallel now in a fractal to this line, what must we see based upon the principle of the repeating patterns? So, wenn das hier eine Parallel ist zu dem Fraktal hier oben, was müssen wir sehen nach dem Prinzip von den wiederholenden Mustern hierin? An exceeded bright light and a closed door. Right there. Yes, Also ein äußerst helles Licht und ein Tempelrein. so just the same things, right? So genau dasselbe wie oben. Right, can everybody follow along? Kann jeder folgen? Just the same pattern, Das ist dasselbe Muster, just on the smaller level. nur auf eine kleinere Ebene. Okay, therefore, and where are we standing at the moment? Und wo stehen wir gerade im Moment? Just before midnight. Yeah, we're just before midnight, Wir right? stehen gerade vor Mitternacht. So we are just like here. Also wir sind gerade da. Because you can also mark 2014 here. Denn wir können auch 2014 hier markieren. And this would be then the civil Sunday law. Und das wäre dann hier am Ende der zivile Sonntagsgesetz. Alright. So, brothers and sisters, So, liebe Geschwister, the Lord wants to show us we're shortly before a temple cleansing in this movement. der Herr möchte uns zeigen, dass wir stehen gerade vor einer Tempelreinigung innerhalb von dieser Bewegung. Okay. So, and because whenever light comes, what does light do to people? Denn wenn immer Licht kommt, was für eine Wirkung hat das auf die Menschen? Jesus said, I came not to bring peace, but So, a sword. ich kam nicht um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. And what is his sword? Und was ist sein Schwert? Two-sided. Yes, it's his light, his message. Okay. Sein Licht, seine Botschaft. So when he sends an exceeding bright light here at midnight, it will divide people. So, Okay. wenn ein äußerst helles Licht hier am Mitternacht gesandt wird, es wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. At the beginning of the time of trouble, at 2014 was a temple cleansing. So, am Anfang der Zeit des Trübsals 2014 gab es eine Tempelreinigung. And here at the end, it will be a temple cleansing. Und Okay. hier am Ende wird es auch eine Tempelreinigung geben. So the Lord already shows us that people will not follow what the Lord here wants them to do. So, der Herr zeigt uns jetzt im Voraus, dass es Menschen geben wird, die nicht folgen würden an dieser Stelle, das, was der Herr möchte. Okay. So, and we will come to this now. Und wir werden jetzt dazu kommen. Let's go to page number 2 in our notes. Seite 2 in den Notizen. And let us remind now what we looked at yesterday with the story of the disciples on the lake. Und wir erinnern uns jetzt, was wir gestern angeschaut haben mit den Jüngern auf dem See. Okay, we were remembered, that they were on the lake, right? Also wir erinnern uns, sie waren auf dem See And it came suddenly, the storm came suddenly upon them. und Right? plötzlich dieser Sturm brach auf sie ein. And we saw it even in this lower fractal here. Und auch in diese kleine Fraktal hier haben wir das angeschaut. So let's go back to the story of Desire of Ages. So, lasst uns zum Leben Jesu zurückgehen. Das ist Leben Jesu 3, 81.3. And it just speaks now when Jesus now came to deliver them. Und es spricht über den Punkt, wo Jesus kommt, um sie zu befreien. It says, they think it a phantom that omens their destruction,
and they cry out for fear. Jesus advances as he would pass them, but they recognize him and cry out, entreating his help. Their beloved master turns, his voice silences their fear. Be of good cheer, it is I, be not afraid. As soon as they could credit the wondrous fact, Peter was almost beside himself with joy. So, if you remember yesterday's study, So, wenn ihr an den Studium von gestern Abend erinnert, we understood, right? Because we just had it marked here, right? The angry nations in this illustration, so in dieser Darstellung haben wir zuvor die zornigen Nationen hier markiert, which are these waves roaring. was diese Wellen, die toben sind. And here in the smaller fractal, this is the storm on the lake where also the waves were roaring. Und Right? hier auf diese kleinere Fraktal, diese Geschichte auf dem See, ist es auch dasselbe. Hier die Wellen toben. But after the time of trouble, what do we have according to John chapter 16? Aber gemäß Johannes 16, nach der Zeit des Trübsals, was haben wir? Joy. Joy. Wir right? haben Freude. So, and Peter, now Jesus came to them, what did he experience? Und als Jesus kam zu den Jüngern, welche Erfahrung hatte The Petrus? angel coming down from the. Yes. Okay. Peter had this joy, right? Petrus hat diese Freude. Because it says here, Es sagt das hier. in the boldface, Peter was almost beside himself with joy. Also Petrus war außer sich vor Freude. Okay. So therefore, this marks now this end of this first time of trouble. Und das markiert das Ende von dieser ersten Zeit des Trübsals. But when he had this joyous experience, were the winds still blowing and the waves roaring? Aber als er diese freudevolle Erfahrung hatte, tobten die Wellen und blähen die Winde noch weiterhin? Yes, right? Ja, wohl. And this is what we looked at yesterday, Und das haben wir gestern auch angeschaut. that you have this big time of trouble always, on the whole line. Dass right? es diese große Zeit des Trübsals gibt, die über die ganze Linie spannt. But when you, in a sense, zoom into it, the Lord breaks this big time of trouble down into 2 times of trouble with a little time of peace in between. Aber wenn du diese große Zeit des Trübsals hineinzoomst, dann gibt es quasi 2 Zeiten des Trübsals mit einem kleinen Zeiten Frieden oder 1 Zeit des Trübsals mit einer Unterbrechung in der Mitte. Yes. Okay. So, and this marks, where this little time of peace begins in this illustration here when he has this joyous experience. Und das markiert in dieser Darstellung der kleinen Zeit des Friedens, wo es anfängt, wo Petrus diese freudevolle Erfahrung erfährt. Okay, and then Jesus says, "Come on the water." Und Jesus bittet ihm, auf dem Wasser hinauszukommen. Right here when he has this joy. Gerade hier, wo er diese Freude hat. So let's read it. So lass uns das lesen. And let's again read 381.4. So 381.4 So, zuerst. as soon as they could credit the wondrous fact, Peter was almost beside himself with joy. As if he could scarcely yet believe, he cried out, "Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water." And he said, "Come." Looking unto Jesus, Peter walks securely. So what does Peter now do here when he has this joy? So als Petrus diese Freude hat, was tut er? Yes, he looks to Jesus and he walks on the water. So er Right? blickt auf Jesus hin und wandelt auf dem Wasser. So here we see, in a sense, Peter. Okay. He looks to Jesus. So Petrus schaut auf Jesus hin And as long as he looks upon him, und solange sein Blick auf Jesus gerichtet bleibt, he is secure. er ist sicher. Okay. But then it says, but as in a self-satisfaction he glances back toward his companions in the boat, his eyes are turned from the Savior. So what happens now with him? So was geschieht jetzt mit Petrus? His eyes are turned from Jesus. Er wendet seine Augen von Jesus ab. So Jesus suddenly disappears. So Jesus plötzlich verschwindet. Okay, and what do we understand? What happens here at the midnight cry? Und was verstehen wir? Was geschieht hier zur Mitternachtsruf? Because
what hour is the midnight cry? Welche Stunde ist der Mitternachtsruf? In a little while. It's the 6th Das hour, ist die right? 6. Stunde. Because we understand here we also have the 9th hour mark. Und wir Right? verstehen, dass hier in der Mitte ist der 9. Stunde markiert. And from the 6th to the 9th hour on the cross, what happened to Jesus? Und von 6. bis zur 9. Stunde am Kreuz, was geschah mit Jesus? His father was hid from him. Yeah, this midnight darkness came over the land, right? And his father was hid from his sight. So diese nächtliche Dunkelheit käme über das gesamte Land und der Vater würde vor seinem Anblick verborgen. So it's right here at this waymark where Jesus is hid from your sight. Das ist gerade hier an diese Wegmarke, wo Jesus von deinem Angesicht verborgen ist. Okay, so Jesus disappears. So Jesus verschwindet. And what happens to Peter? Und was geschieht mit Petrus? He sinks down. Er sinkt herab. Okay, let's just continue this way. And I don't want to illustrate this, okay? But he sinks down. Also Petrus sinkt herab. Okay, so all right, but then he calls for help, Aber dann rief der nach Hilfe and Jesus saves him. und Right? Jesus rettet ihn. Okay, it says let's go back to the quote. So, zurück zur Zitat. It says, looking unto Jesus, Peter walks securely, but as in self-satisfaction he glances back toward his companions in the boat, his eyes are turned off from the Savior. The wind is boisterous, the waves roll high, and come directly between him and the Master, and he is afraid. For a moment, Christ is hidden from his view, and his faith gives way. He begins to sink. So, how long is Jesus hid from his eyes? So, wie lange ist Jesus vor den Augen von Petrus verborgen? For a moment. Für einen Moment. And we understand this is the moment, right? Wir verstehen, dass das hier ist der Moment. Sorry. It's an hour, it's a little while, it's a moment. And all Es these ist eine things. Stunde, eine kleine Weile, es ist ein Moment. We put these things in place many times. Wir haben das öfters mal markiert. Okay, so it's this moment. Let's go, for instance, to Isaiah. I think it's 57 or so. So, lass uns so Jesaja 57. No, it's 54, sorry. 54, Verzeihung. Let's read verse 7 and 8. Die Verse 7 und 8. And there we find this moment Und hier finden wir diesen Moment, where the Lord will hide his face from you. wo der Herr sein Gesicht vor dir verbergen And wird. it's from the 6th to the 9th hour. Und es ist von der 6. bis zur 9. Stunde, This cross experience. diese Kreuzerfahrung. Okay, it says, for a small moment, so here we have the moment, So für einen kleinen Moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. In a little wrath I hid my, what? My face from thee for a moment. Vers Right? But with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. So this is this small moment where the Lord will hide his face from you and you think he has forsaken you. So, das ist dieser kleine Moment, wo der Herr sein Angesicht vor dir verbirgt und man würde denken, dass der Herr dich verlassen hat. And if you don't believe the promises and keep your eyes in faith on Jesus, then you will fall down. Wenn du die Verheißungen nicht glaubst und im Glaube deine Augen stets auf Jesus gerichtet hältst, dann wirst auch du sinken. Okay, so let us jump down now to the last paragraph of the quote. So, letzter Absatz von diesem Zitat. Just before you do that, I just posted a quote there Okay. while it's on this topic. Just quickly translate it. Also der ist ein Zitat bezüglich dieses Thema. Let me Gerade in just den, finish this point and then you can make it just one. also wir machen diese Gedanke erst zu Ende und dann schauen wir das an. Okay, because in the last paragraph of the quote it says, Und in den letzten Absatz von diesem Zitat, das ist 382.1, it says, when trouble comes upon us, how often we are like Peter. We look upon the waves instead of keeping our eyes fixed upon the Savior. So when did
Peter lose the sight of Jesus, So wann hat Petrus den Anblick von Jesus verloren? according to this sentence? Gemäß diesem Satz. Yes, when trouble comes. Trouble. Right? Trübsal kommt. So therefore, you can clearly mark it. Peter first has this joy at the end of this trouble, So, wir können das klar markieren, dass Petrus diese Freude am Ende von diesem Trübsal and hat. then he keeps his eyes on Jesus in this little time of peace. Und in diese kleine Zeit des Friedens, er hält seine Augen stets auf Jesus gerichtet. But when trouble now comes again, he loses the eyes of Jesus. Aber wenn die Trübsal wieder anfängt, dann verliert er den Anblick Jesu. Okay, and this is when he now Peter sinks here. Und da markiert es der Punkt, wo Petrus sinkt. Okay. Alright, therefore we have a pattern. So, jetzt Okay. haben wir ein Muster. Because just erase this because way. Sinks and this is trouble. Therefore, it's here in the little time of peace where the Lord leads you out a little way. So ist es hier in der kleinen Zeit des Friedens, wo der Herr dir einen kleinen Weg hinausführt. And at the end of the little time of peace, you must still keep your eyes fixed on Him, but there are now people that will not do it anymore. Aber am Ende von den kleinen Zeit des Friedens, du musst deinen Augenblick immer noch auf Jesus stets halten, aber es gibt Menschen darunter, die es nicht mehr tun werden. And they will sink Und die werden sinken, like Peter did. wie Petrus. Yes, they will fall off the path. Okay? Sie werden vom Pfad herabfallen. Therefore, this same illustration, in principle, must be also then in these lines here, Denn right? im Prinzip diese selbe Darstellung sollten wir auch in diese Linien auch zu sehen bekommen. Okay. So in this sense, you have a way here and here also. Okay. In diesem Sinne gibt es den Weg hier entlang in alle drei. Okay. And this is what we want to look at now more closely. Und das ist das, was wir näher betrachten wollen. Mark, you wanted to make a point? Yes. Yeah, I put the quote in there, the second quote. Also Zitat in den Livestream. It's the one, so the last one there for in the German. Okay. Und der allerletzte in Deutsch, der allerletzte Zitat in den Livestream für den Okay, Deutsch. you want to read it? It says, they had expected to take their Saviour on board the ship at a certain point designated, but how without him could they even reach that spot? All in vain, the wind was against them, the strength of the roars was exhausted, and yet the merciless storm had not abated, but was lashing the waves into a fury as though to engulf the boat and themselves. Oh, how they longed for Jesus! In the hour of their greatest peril, when they had given up all for lost, and amid the lightning flashes in the fourth watch of the night, Jesus is revealed to them walking upon the water. So it says that the lightning flashes and Jesus is revealed. And John has it that way, mark it in the Revelation. Also es sagt hier, bei den Blitzschlagen, Jesus wird den Jüngern geoffenbart. Und Johannes steht gerade an diese Wegmarke und erhält eine Offenbarung. So it's a revelation. L-E-T. Revelation So eine Offenbarung, and a Lightning. lightning. eine Offenbarung und Blitzschläge. And it's nice also here at midnight on the fifth day of the fourth month, right, in Ezekiel 1. In Hesekiel 1 am 5. Tag des 4. Monats, hier am Mitternacht, Maybe let's go there quickly. Let's go to Ezekiel 1. gehen wir dahin. Hesekiel Kapitel 1. Jetzt Gott kannst du mir vielleicht die Tür auftun. Schick. So in verse 1 it says it's on the fifth day of the fourth month, right? Vers 1 zeigt uns, dass es am 5. Tag des 4. Monats ist, Which is here midnight. was hier Mitternacht ist. So right here. Gerade hier. And he sees now these four cherubims here. Und er hat diese Vision von diesen 4 Cherubim. And let's read now verse 14. Und jetzt Vers 14. It says, and the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of Lightning. lightning. Okay.
So you have lightning marked here, where Jesus appears like a flash of lightning, and you have lightning marked here. So du hast Blitzschlag hier markiert, wo Jesus erscheint wie ein Blitzschlag, und auch hier markiert, als Hesekiel in Vision ist. Durch diesen Cherubim. Yes. Alright. Everybody sees the parallels? Kann jeder diesen Parallelen sehen? Okay. So now let's go back to the notes, Zurück zu den Notizen. because now it comes to the point that I actually want to make. Denn jetzt kommen wir zu den Punkt an, die ich eigentlich machen wollte. Because we put all this in place Weil wir haben das alles auf den Tafel gestellt, to show that in this waymark, where we soon will arrive here at midnight, so dass wir sehen können, dass an diese Wegmarke Mitternacht, wo wir bald ankommen werden, an exceeding bright light will be given, ein äußerst helles Licht gegeben wird, a temple cleansing will take place, eine Tempelreinigung wird stattfinden, and the Lord will lead those out a little way that will receive this exceeding bright light. und der Herr wird diejenigen hinausführen, diese kleinen Wege entlang, die dieses äußerst helles Licht empfangen haben. Okay, so in this we can now find in this vision of the end of the 2300 days. Und das können wir finden in dieser Vision vom Ende der 2300 Tage. Okay, let's read the bold-faced. Also den Feldschriften wollen wir lesen. Okay, so it's at the end of page 2. Das ist am Ende von Seite 2. Early writings 54.2. Frühschriften 54.2. Okay, everybody there? Jeder da? Ein Licht würde vom Vater. End of page 2. Okay. Begins with a bold-faced. Also wie gesagt, mit den Fettgedrückten fangen wir A an. light would come from the Father to the Son, and from the Son to the praying company. Then I saw an exceeding bright light come from the Father to the Son, and from the Son it waved over the people before the throne. But, so what do we see? What kind of light comes here? So was sehen wir? Was für ein Licht kommt hier? Exceeding. An exceeding bright light. Äußerst right? helles Licht. So, exceeding bright light is marked here. Und hier äußerst helles Licht ist markiert. Okay, let's continue. Weiter lesen wir. Many came, but few would receive this great light. Many came out from under it and immediately resisted it. Others were careless and did not cherish the light, and it moved off from them. Some cherished it and went and bowed down with the little praying company. This company all received the light and rejoiced in it, and their countenances shone with its glory. Okay, so therefore what is illustrated here when this exceeding bright light comes? So was wird hier dargestellt, wenn dieses äußerst helles Licht ankommt? Temple cleansing. Yes, Also eine Tempelreinigung, zwei temple Klassen. cleansing, right? Because who were these two groups here before the throne? Denn vor dem Thron, wer waren diese zwei Gruppen, die hier erwähnt sind? Those in this message. Yeah, it's the little praying company, the church, and the world, right? So kleine betende Schar, also die Gemeinde und die Welt. Yeah, it's those that are deeply interested and those that are careless and indifferent. Diejenigen, die zutiefst interessiert sind, und die anderen, die sorglos und uninteressiert sind. So, yeah, and those that were deeply interested, they received this exceeding bright light. Und diejenigen, die zutiefst interessiert waren, die haben dieses äußerst helles Licht erhalten. But those that were careless and uninterested, the majority of them will get cleansed out. Aber die Sorglosen und Uninteressierten, die Mehrzahl von sie, werden hinausgereinigt. We're just before it, brothers. Und wir stehen gerade davor, liebe Geschwister. Okay, it's maybe this last call to each Vielleicht one of us. der letzte Aufruf für uns. Okay, so we must therefore make sure that we repent and turn to God now. So, wir müssen sicherstellen, dass wir Buße tun und zu Gott wenden. Prove the point first. Hmm? You need to prove the point first. And then, Yes. so all you've done is place it there. You need to prove that it's there. Yes. Okay. So we saw this exceeding bright light here, Also wir haben dieses äußerst helles Licht hier gesehen. and we see this separation. It's a temple cleansing. Wir können sehen diese Trennung, eine Tempelreinigung. Okay. So those things that we have marked out here. So die Dinge, die wir bereits hier ausmarkiert haben. Okay, and then let's go to the next paragraph, Nächster Absatz. because it says, I saw the Father rise from the throne, and in a flaming chariot go into the Holy of Holies within the veil and sit down.
Then Jesus rose up from the throne, and the most of those who were bowed down arose with him. I did not see one ray of light pass from Jesus to the careless multitude after he arose, and they were left in perfect darkness. Those who arose when Jesus did kept their eyes fixed on him as he left the throne and led them out a little way. So what did Jesus do? So was tat Jesus? Let them out a little way. Yes, he rose up, right, and he led them out a little way. So erhob sich und hat sie einen kleinen Weg hinausgeführt. And what did the people have to do? Und was mussten den Menschen tun? Like Peter, they had to keep their eyes on us. Yes, exactly. So Okay. wie Petrus, die mussten ihre Augen auf ihm stets So gerichtet here, halten. keep eyes So haltet eure Augen fixed on Jesus, right? auf Jesus fixiert. And here also. Hier dasselbe. But when the second time of trouble begins, Aber wenn diese zweite Zeit des Trübsals fängt an, what happened to Peter? was geschah mit Petrus? He fell. He lost sight of Jesus, right? Er hat den Anblick von Jesus verloren. So in this illustration, the second time of trouble would be here then the midnight cry. So in dieser Darstellung, der zweite Zeit des Trübsals fängt mit der Mitternachtsruf an. And what Four begins at the midnight cry? Und was fängt an der Mitternachtsruf an? investigative judgment. The investigative judgment of the living. Der right? Untersuchungsgericht an den Lebendigen. So in this one sense, this is then October 22nd. So Right? in diesem Sinne, und dieser einen Sinne, dies ist Oktober 22. 1844. And I just abbreviated IJL, investigative judgment of the living. IJL ist der Untersuchungsgericht an den Lebendigen. Okay. Right. So, and now let's see, because Jesus, now he led them out this little way, So Jesus, hat sie diesen kleinen Weg hinausgeführt. and then they followed him and they kept their eyes fixed on him. Sie folgten ihm und hielten ihre Augen stets auf Christus gerichtet. But this careless and indifferent group, they were left in perfect darkness. As Aber it says. diese sorglose und uninteressierte Gruppe, die würden zurück in perfekten Finsternis gelassen. And then let's just read the sentence again where it's underlined. So diese unterstrichenen Satz wollen wir ein weiteres Mal lesen. It says, those who arose when Jesus did kept their eyes fixed on him as he left the throne and led them out a little way. Then he raised his right arm, and we heard his lovely voice saying, wait here, I'm going to my Father to receive the kingdom. Keep your garments spotless, and in a little while I will return from the wedding and receive you to myself. So when was this fulfilled historically? So in der Geschichte, wann würde das hier buchstäblich erfüllt? When did Jesus go to the Father to receive the kingdom? 22nd. On October 22nd. Also right? Jesus ging zum Vater am 22. Oktober. So that's now here. Und das ist hier. And he's now, as we will read, this great high priest. Okay? Und wie wir lesen werden, ist ab jetzt dieser große hohe Priester. Because it says here, Denn es sagt hier, then a cloudy chariot with wheels like flaming fire surrounded by angels came to where Jesus was. He stepped into the chariot and was borne to the holiest where the Father sat. So he's now brought to the most holy place. Right? werde jetzt zum Allerheiligsten gebracht. And it says, there beheld Jesus, a great high priest, standing before the Father. On the hem of his garment was a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate. Those who rose up with Jesus would send up their faith to him in the holiest and pray, my Father, give us thy Spirit. Then Jesus would breathe upon them the Holy Ghost. In that breath was light, power, and much love, joy, and peace. So, therefore we can see, they pray now to Jesus in the holiest. So, wir können sehen, dass sie Jesus im Allerheiligsten hier anbeten. And what does Jesus do? Und was tut Jesus? Breathes on. Yes, he pulls his Spirit upon them. So, Right? haucht sie an, also gießt seinen Geist aus. Okay, then let's continue. Weiterlesen. I turned to look at the company who were still bowed before the throne. They did not know that Jesus had left it. Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. I saw them look up to the throne and pray, Father, give us thy Spirit. Satan would then breathe upon them an unholy influence. In it there was light and much power, but no sweet love, joy, and peace.
Satan's object was to keep them deceived and to draw back and deceive God's children. So who is also pouring out his spirit here? So wer gießt auch noch seinen Geist hier an diese Wegmarke aus? Strong Yes, it's a strong illusion. Das ist diese starke Täuschung von Satan. And it's upon them that it's upon them of this little praying company that receive the exceeding bright light, but that don't follow Jesus here. Aber diese starke Täuschung von Satan wird gerade auf diejenigen ausgegossen, die hier dieses äußerst helles Licht erhalten haben, aber Jesus nicht befolgt haben. And then it says here, in the Sagt es last weiter? sentence, Letzten Satz. I saw one after another leave the company who were praying to Jesus in the holiest, and go and join those before the throne, and they at once received the unholy influence of Satan. So therefore, what happens now when they enter the most holy place here by faith at the midnight cry, or October 22nd? So am Mitternachtsruf, Oktober 22., wenn sie in Allerheiligsten hineingehen durch Glaube, was geschieht? What happens to one after another to them? Was geschieht mit einem nach dem anderen? You lose sight of Christ. Yes, they lose sight of Christ. Sie verlieren den Anblick von Jesus. Just like Peter here at the same parallel way mark. Genauso wie Petrus hier an den Parallelwegmarken. And what happens when they lose now sight of Christ? Und was geschieht, wenn man den Anblick von Jesus verliert? What happens to them here? Was geschieht mit ihnen? Yeah, they go and join those that pray to Satan. Die Right? gehen und schließen sich denen an, die Satan That's anbeten. what she says here. Das ist, Right? was sie hier sagt. So they don't knowingly pray to Satan, but they are deceived and they now pray to Satan. Also die tun das nicht bewusst den Satan anbeten, aber die sind verführt und die beten den Because Satan they, an. basically they deny their past experience and they exactly. go join the doubters and the scoffers. Die Yes. verleugnen ihre vergangenen Erfahrungen und die schließen sich den Zweiflern und den Spöttern an. Because here's a temple cleansing, here will be a temple cleansing. Denn hier ist eine Tempelreinigung, aber hier auch ist eine Tempelreinigung. Okay. So, and therefore, the Lord shows us that it's a true test for us. Okay. Denn der Herr zeigt uns, dass das hier für uns eine wahre und echte Prüfung ist. And just to add now this next vision, and then we come to a close. Und nur diese nächste Vision dazu zu fügen und dann werden wir schließen. That's Ellen White's first vision, where she sees the Advent band traveling to the holy city. Und das hier ist der erste Vision, wo Ellen White diese Adventvolk sieht, wie sie auf dem Weg wandelt zu der Stadt hin. Exact same parallel story to this vision. Also eine Parallelgeschichte zu dieser Vision. It says in the boldfaced, Das Fettgedruckte. they had a bright light set up behind them at the first end of the path, which an angel told me was the midnight cry. This light shone all along the path and gave light for their feet, so they might not stumble. And if they kept their eyes fixed on Jesus, who was just before them, leading them to the city, they were safe. Okay, so what did they have to do? So was mussten sie tun? Keep their eyes fixed on Jesus, Sie right? mussten deren Augen stets auf Jesus gerichtet halten. Same thing. Dasselbe hier. And as long as they did it, they were safe. Solange dass sie das taten, waren sie sicher. But soon some grew weary and said that the city was a great way off, and they expected to have entered it before. Then Jesus would encourage them by raising his glorious right arm, and from his arm came a glorious light which waved over the Advent band, and they shouted Hallelujah. Others rashly denied the light behind them and said that it was not God that had led them out so far. The light behind them went out, leaving their feet in perfect darkness, and they stumbled and got their eyes off the mark and lost sight of Jesus and fell off the path down in the dark and wicked world below. Okay, so it's exactly at the same time here on October 22nd, then he raises his arm again. So, es ist genau derselbe Zeitpunkt, 22. Oktober, er hebt seinen glorreichen rechten Arm And some shout and say, Hallelujah. und einige riefen mit Freude Halleluja aus. But others, what did others do? Aber was taten die anderen? They rashly deny the light behind them. Also die haben zügig das Licht, die hinter sich waren, verleugnet. And
they lost sight of Jesus like Peter did. Und wie Petrus, die haben den Anblick von Jesus verloren. And they fell down in the wicked world below. They sink down into these waves. Und die fielen in das böse Welt hinab. Also die sinken in diese tobende Wellen hinab. And if we just continue, Und wenn wir weiterlesen, it was just impossible for them to get on the path again and go to the city, as all the wicked world which God had rejected. They fell all the way along the path, one after another, until we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus' coming. So you can see then from this point forward, one after another falls down this path. so wir können sehen, diesen ganzen Weg entlang, eins nach dem anderen, Here, von diesem Weg entlang, eins nach dem anderen, fallen sie von dem Weg ab. it's after he raised the glorious right arm. Nachdem er seinen glorreichen rechten Arm erhoben So hat. one after another fell down, and this is where Peter also starts to sink. So eins nach dem anderen fielen sie hinab und das ist derselbe Punkt, wo Petrus fängt an zu singen. Okay, and we saw also in this other vision, right, that those that were praying to God in the holiest place, the most holy place here, Und wir haben in dieser anderen Vision gesehen, diejenigen, die zu Jesus in Allerheiligste angebetet and haben, that one after another joined those deceivers and received strong delusion. das eins nach dem anderen haben diese Verführern angeschlossen und haben starke Täuschung erhalten. So, in this sense, the Lord shows us it's truly a narrow way. Okay, In diesem Sinne, der Herr zeigt uns, dass es wahrlich ein schmalen Weg ist. and so the temple cleansing will be here at midnight. So der Tempelreinigung wird hier am Mitternacht sein. But then also, when we enter this test, if you follow Christ here, you still have to pass the second time of trouble. So, Okay. Tempelreinigung hier und selbst wenn du Christus hier folgst, du musst immer noch diese zweite Zeit des Trübsals hindurchgehen und diese Tempelreinigung passen. You've got to Yes. accept it, that's Yes. what it's believed. So wenn Licht kommt, musst du das eben annehmen. So, and if you think now, Und wenn du vielleicht denken würdest, Lord, how can I be saved? Herr, wie ist es möglich, dass ich gerettet werden kann? Then think of that there will people go through it, okay, so somebody will be saved. Du musst daran denken, dass es werden wohl Leute durch diesen Test hindurchgehen, es wird wohl welche gerettet werden. So why shouldn't it be you? So warum sollte das nicht du sein? It's only based upon your choices you make. Es ist alles basierend nur auf den Wahlen, die ihr trifft. Because everybody who passes this test is not because he or she is superhuman, Denn jeder, der diesen Test besteht, ist es nicht dadurch, dass die übernatürlich sind, but because they made the right choices and they always chose Christ. sondern weil die richtige Entscheidung getroffen haben und die haben immer Christus gewählt. And they were willing to give up all for Christ. Und die waren willig, alles für Christus aufzugeben. Because it's only Christ who will save you. It's nothing of your own power. Denn es Okay? ist nur Christus, der dich retten wird. Es ist null, nichts vom eigenen Kraft. And He can save every one of us if we want to be saved. Und er kann jeder einzelne von uns retten, wenn wir es nur wollen. And remember, the last time we looked at this, those that will be lost, they destroyed themselves. They didn't want to be Denk saved. daran, das letztes Mal, wenn wir das angeschaut haben, diejenigen, die verloren gingen, die haben sich selbst zerstört. Die wollten nicht gerettet Okay. werden. So at the judgment seat in the final day, nobody can say it was impossible for me to be saved. So im Gerichtshof am letzten Tag vor dem Herrn, es wird keiner sagen können, dass es unmöglich war, dass ich gerettet werden konnte. Everybody will see they didn't want. Jeder werde es sehen, dass sie es eben nicht wollten. And everybody who's lost will admit this very fact. Und And jeder, said, der "Amen, verloren ging, I didn't want. jeder, der verloren geht, der wird diesen Tatsache zugeben, dass es liegt daran, dass sie es nicht wollten. Okay, therefore we all have to make choices, brothers and sisters. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen alle Entscheidungen treffen. And it's always the best choice to choose Christ. Und natürlich ist es immer das beste Wahl, Christus zu entscheiden. And He will bring you through everything. Und er wird uns durch alles hindurchbringen können. So, therefore, let's keep our eyes fixed on Jesus and He will save you. So, deswegen lasst uns
mit unserem Augenmerk stets auf Jesus gehalten und er wird uns retten. Amen. Amen. Okay. Then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.